Ich kann nicht zulassen, dass das Fundament des britischen Empires durch ein paar hysterische Weiber in Frage gestellt wird. Legen Sie Mrs. Pankhurst das Handwerk. Wir wurden belächelt und verspottet. Wir wurden beschattet und verhaftet. Wir wurden geschlagen und eingesperrt. Diese Frau ist die gefährlichste von allen. Der Premierminister wünscht, dass sie ausgeschaltet wird. Wir haben auf der ganzen Welt gekämpft. Für das Frauenwahlrecht. Die Politiker werden uns hassen. Die Journalisten werden uns hassen. Und ja, die Polizisten werden uns behandeln wie Verbrecher. Wir waren bereit, alles zu opfern. Unser Geld, unsere Familie und unser Leben. Und wenn wir das nicht aushalten, dann haben wir keine Chance zu gewinnen. Ich will, dass die Nation darüber nachdenkt, dass die Hälfte ihrer Bürger nicht wählen darf. Dass die Hälfte ihrer Bürger für dieselbe Arbeit nicht einmal halb so viel Lohn bekommt. Dass die Hälfte ihrer Bürger alle Kinder zur Welt bringt, die von der anderen Hälfte jederzeit wieder genommen werden dürfen. Bitte lassen Sie mich los! Warum kann Mutti nicht ganz normal arbeiten? Immer ist sie weg. Wenn du älter bist, wirst du verstehen, warum das noch nicht anders geht. Bitte, helfen Sie uns. Helfen Sie uns. Ich helfe dir schon. Ich helfe dir. Sie können die Revolution verschieben, Monsieur le Ministre, aber Sie können sie nicht aufhalten. Mein Name ist Anita Augsburg. Ich bin Juristin und Frauenrechtlerin. In wenigen Tagen wird wahr, wofür ich seit Jahrzehnten kämpfe. Zum ersten Mal spricht eine Frau im deutschen Parlament. Ich will dieses... Entschuldigen Sie. Wenn ich Fahrrad fahre, vergesse ich immer die Zeit. Ich hoffe, Sie mussten nicht zu lange auf mich warten. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Mein Chefredakteur will unbedingt diesen Artikel über Marie Juchatsch. Sie nicht? Die erste Frau, die im deutschen Parlament spricht? Nichts bringt zurzeit so viel Auflage. Und natürlich das Frauenwahlrecht. Lauschstrümpfe und Anarchistin. Geht wahrscheinlich so gut wie Massenmörder und Adelshochzeiten. Ich schreibe nicht über Adelshochzeiten. Gut. Wenn Sie Klischees erwarten, sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Sie können in meinem Arbeitszimmer warten. Ich mache mich rasch noch ein bisschen frisch. Das kann ja heiter werden. Mein Name ist Leonhard Kern. Ich bin Journalist und schreibe für die Münchner Zeitung. Emmeline Pankhurst. Von allen Suffragetten bewundere ich Sie am meisten. Sie macht keine Kompromisse. Politik besteht aus Kompromissen, außer für Terroristen natürlich. Emmeline ist keine Terroristin. Sind Hungerstreiks und Brandbomben für Sie politische Argumente? Wir konnten uns die Waffen nicht aussuchen. Der Gegner hat sie uns diktiert. Und der Gegner war natürlich der Mann. Wir können das auch sein lassen. Meinetwegen fahren Sie nach München zurück. Erzählen Sie Ihrem Chef, die alte Suffragette hat Sie rausgeschmissen. Verzeihen Sie. Setzen Sie sich. Sehen Sie? Einer, der denkt. Monsieur Clemenceau, bitte helfen Sie mir. Mein Mann ist ein Reaktionär. Was Sie nicht davon abgehalten hat, mich zu heiraten. Natürlich nicht. Schließlich bin ich auf einem katholischen Konservatorium erzogen worden. Und das hat Sie gelehrt, die Ehe zu ehren? Nein. Das hat mich gelehrt, Wasser zu predigen und Wein zu saufen. Mein Name ist Marguerite Durand. Ich bin eine Bürgerstochter. Zumindest auf dem Papier. Denn allzu bürgerlich ist es in meiner Familie nicht zugegangen. Meine Mutter hat mich alleine großgezogen. Nur der Staat darf Steuern erheben. Und nur der Staat entscheidet, was damit geschieht.
Mich interessiert nicht, welche Rechte die Kirche von alters her hat. Wir leben nicht mehr im Mittelalter. Wir leben in einer Republik. In Paris bin ich für meine Fähigkeit, mir bedeutende Freunde zu machen, berühmt und berüchtigt. Das Brillieren auf dem Parkett habe ich nicht im katholischen Konservatorium gelernt, sondern als Schauspielerin an der Comédie Française. Mein lieber Laguerre, Sie und Ihre Reaktion... Das ist Georges Clemenceau, ein Zeitungsherausgeber. Noch. Sein politischer Ehrgeiz ist immens. Viele Jahre später wird er für mein Schicksal ebenso wichtig sein. Wie in naher Zukunft Antoine Périvier, der Chefredakteur der Zeitung Le Figaro. Mein lieber Monsieur Périvier, wenn Sie mir nicht glauben, dass ich weiß, wovon ich rede. 10 Jahre katholischer Unterricht auf den Knien. Ich zeige meine Wunden mit dem Stolz eines Soldaten. Hör auf, dich wie eine Hure zu benehmen. Worüber amüsieren Sie sich? Man hat den Eindruck, dass die Frauen, die sich am meisten gegen die Unterdrückung durch Männer gewehrt haben, die am wenigsten Unterdrückten waren. Gut ausgebildet, respektiert oder sogar berühmt, mit geerbtem Vermögen. Sie haben doch wirklich keine Ahnung. Die Frauenbewegung ist alles andere als eine Freizeitbeschäftigung gelangweilter Damen der besseren Gesellschaft. Ah. Wir Männer durften damals übrigens auch nicht überall wählen. In Preußen gab es das Dreiklassenwahlrecht. Und auch in England war es vom Einkommen abhängig. Nur die Männer in Frankreich hatten sich bereits das Wahlrecht erkämpft. Aber wir Frauen durften nirgendwo wählen. Nicht in Amerika, Schweden, England, Frankreich, Österreich oder Deutschland. Das wollten wir uns nicht länger gefallen lassen. Was es bedeutet, rechtlos zu sein, habe ich zum ersten Mal erlebt, als ich in einer Fabrik gearbeitet habe. Oh, ich bin so gut. Oh, warum habe ich nicht besser aufgebrochen? Also habe ich zuerst mit Lau gearbeitet. Oh Gott, das war nicht dein Fehler. Die Eimer sind viel zu schwer. Oh, nur den Ball. Oh Gott, nein. Mein Name ist Marie Juchatz. Wir müssen die Lauge wegspülen, das wird schon wieder. Ich stamme aus einer Handwerkerfamilie. Helfen Sie mir, wir brauchen mehr Wasser. Du dämliche Gans. Kannst dich besser aufpassen. Jetzt sieh dir mal deine Beine an. Es tut mir leid, Herr Adamek. Das kommt nicht wieder vor. Na, allerdings. Pack dein Zeug und hau ab. Was? Und du gehst zurück an die Arbeit. Sie können Josephine doch nicht einfach rausschmeißen. Das war nicht Ihr Fehler. Natürlich war das mein Fehler. Ich habe nicht aufgepasst. Nein, du hattest keine Kraft mehr. Die Eimer sind viel zu schwer. Und außerdem sollten wir Stiefel und Gummischürzen tragen. Ach, wirklich? Dann arbeit doch woanders. Wie ist der Name gleich? Jetzt hören Sie nicht auf sie. Was weiß sie denn schon? Können Sie mir mit dem Wasser helfen, Herr Adamek? Bitte. Josephine? Hau ab. Hau ab. Hau ab! Zusammenbrechen oder protestieren. Vor dieser Wahl standen Millionen von uns Frauen damals. Da ein Arbeiter mit seinem Lohn die Familie nicht ernähren konnte, haben auch wir geschuftet. Und nach der Arbeit warteten noch der Haushalt und die Kinder. Die meisten von uns haben härter gearbeitet als ihre Männer. Verdient haben wir nicht mal halb so viel. Mit meinem Bruder Otto habe ich damals noch zu Hause bei meinen Eltern gelebt. Die Arbeit macht einen völlig stumpfsinnig. In einem Jahr bist du in der Lehre. Sobald Vater wieder gesund ist, hörst du in der Fabrik auf. Na toll. Dann quält mich nicht mehr mein Vorarbeiter, sondern mein Meister. Glaubst du, ich werde nicht ausgebeutet? Ja, aber du kannst was dagegen tun. Ich als Frau darf ja noch nicht mal in die SPD eintreten. Du kannst heiraten. Wenn du dir den richtigen Mann aussuchst, ist es mit der Quälerei vorbei.
Machst du mir auch eins? Gleichheit scheint der Wahn dieses Jahrhunderts zu sein. Trauern Sie dem Kaiser hinterher? Wollen Sie das Dreiklassenwahlrecht wieder haben? Ich fand es immer gerecht, dass diejenigen, die am meisten Steuern zahlen, auch am meisten zu sagen haben. Warum durfte ich dann nicht schon vor Jahren wählen? Ich zahle nämlich Steuern an den Staat. Und zwar nicht zu knapp. Zum Dank wurde ich wie ein Idiot behandelt. Es war einfach an der Zeit, diese Ungerechtigkeit zu beenden. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Suffragettenkongress. Alte Jungfern, dicke Hintern, Lesbierinnen und Amazonenlyrik. Wer meldet sich freiwillig? Hm? Immer die, die zu spät kommt. Tut mir leid, aber der Concierge lässt mir nicht mehr in den Fahrstuhl. Wir überschreiten das zulässige Höchstgewicht. Ich habe eher den Eindruck, dass Sie den großen Auftritt vermissen, Madame Duron. Aber keine Sorge. Wenn Sie hier auftauchen, werden sich alle Blicke nach Ihnen drehen. Ach du lieber Himmel. Weltkongress? Was für ein hochtrabender Name für eine Selbsthilfegruppe alter Fräuleins. Muss ich da tatsächlich hin? Da schreibe ich doch trocken. Davon bin ich überzeugt. Aber unglücklicherweise erwarten unsere Leser von Figaro nicht nur Sottisen, sondern auch Fakten. Exakt. Also gut, meinetwegen. Gut, dann haben wir das. Monsieur, an die Arbeit. Monsieur, ich benötige hier eine Unterschrift. Legen Sie es mir auf meinen Tisch. Ganz schön dreistes Fräulein. Nach Ihnen. Musst du deinen Bauch immer so in den Vordergrund spielen? Du machst es den Leuten nur schwer, diskret zu sein. Diskretion wäre gar nicht nötig, mein Schatz, wenn du nicht so ein Feigling wärst. Ich habe mich schließlich auch scheiden lassen. Ja. Du hast auch einen anderen Ruf zu verteidigen als ich. Oh, vielen Dank. Was willst du? Ich werde für das Kind sorgen, als wäre es mein eigenes. Was heißt, als ob? Es ist deins. Frauen, die unehelich schwanger wurden, hatten keine Rechte. Der Staat steckte sie mit ihren Säuglingen in Armenhäuser. Dort fristeten sie ein elendes Dasein. Vielen Müttern wurden die Kinder weggenommen. Das wollten wir Frauenrechtlerinnen nicht mehr länger hinnehmen. Ein Kind gehört zu seiner Mutter. Da sind Sie doch sicher einer Meinung mit mir, Mr. Swift. Es kommt auf die Mutter an. Ich denke, nicht alle Frauen sind in der Lage, sich um ihre Kinder zu kümmern. Wie oft musste ich mir solche Sätze von Politikern anhören? Mein Name ist Emmeline Pankhurst. Zusammen mit meinem Mann Richard, einem Rechtsanwalt und Sozialisten, versuchte ich, mächtige Abgeordnete zum Umdenken zu bewegen. Zunächst nur mit Worten. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie einem Dienstmädchen ihr Kind aus den Armen gerissen wurde, um es zur Adoption freizugeben. Der Vater des Kindes war ihr Dienstherr und weiß Gott, sie hätte seine Enkelin sein können. In diesem Zusammenhang wollen Sie doch wohl nicht von Lust sprechen, Mr. Sway, oder? Was erwarten Sie? Dass der arme Mann ja eine Apanage zahlt? London würde überquellen von schwangeren Dienstmädchen. Oder die Männer würden sich zweimal überlegen, ob sie für einen zweifelhaften Moment ihrer Glückseligkeit ihre Ehe und ihren Ruf ruinieren. Dasselbe könnte man über die Dienstmädchen sagen. Diese Frauen haben doch gar keine andere Wahl. Natürlich haben sie eine Wahl. Sie können kündigen. Niemand zwingt sie, bei einem Herrn zu bleiben, der sie belästigt. Und das Dienstzeugnis schreibt dann der ehrenwerte Belästiger. Es ist doch wohl so, dass weibliche Hausangestellte in diesem Land ihrem Herrn ausgeliefert sind. Nicht weniger als die Neger in Mississippi. Unsinn. Eine Engländerin gehört sich selbst. Sei sie nun Herrin oder Dienerin. Und weil sie sich selbst gehört, darf sie sich auch selbst verkaufen, um ihre Kinder durchzubringen. Für lumpige 2 Schilling in den dunklen Gassen des beschaulichen Hafenviertels. Aber gerade deshalb ist die Adoption doch ein Segen.
ohne ein Kind am Rockzipfel können diese Frauen eine neue Anstellung finden. Ist köstlich. Ein Sherry, Mr. Swain. Ihre Begeisterung für eine Sozialistin befremdet mich. Ich dachte, Sie wollten mit der Arbeiterbewegung nichts zu tun haben. Ich bin eben Individualistin. Ich habe mich auf meine Weise für das Frauenwahlrecht eingesetzt. Es liegt mir nicht, in Reih und Glied zu kämpfen. Sie meinen so wie Marie Juchatsch? Es gibt einen Grund, warum erfolgreiche Armeen nicht aus Individualisten bestehen. Mag sein, dass es für Marie Juchatsch keinen anderen Weg gab, als sich einer schlagkräftigen Organisation anzuschließen. Arm, ungebildet, verbindungslos, wie sie war. Umso größer ihre Leistung, es bis ins Parlament geschafft zu haben. Oder meinen Sie nicht? Parteikarrieren verlaufen eben steiler. Vor allem, wenn man von ganz unten anfängt. Ohne all das, was Sie hatten. Bildung, Verbindungen, Vermögen, keine Kinder, eine wohlhabende Freundin. Verstehen Sie mich nicht falsch. Fräulein Heimann hat einen Großteil ihres Vermögens für die Armen gespendet. Das ist sehr löblich. Aber nie ging es für eine von Ihnen beiden um die Existenz. Und es war wirklich nur das eine Mal. Er hat gesagt, dass es ihm leid tut und dass es nicht wieder vorkommt. Glaubst du ihm? Ich weiß nicht, wie oft er mir schon versprochen hat, mit dem Trinken aufzuhören. Aber es wird immer schlimmer. Jetzt greift er schon in meine Kasse, um den Schnaps zu bezahlen. Ich rede mit ihm. Niemand schlägt meine Tochter. Das passiert nicht nochmal, das kannst du mir glauben. Vater, ich lass mich scheiden. Das kannst du nicht. Denk doch an deine Kinder. An die denke ich ja gerade. Besser, sie haben keinen Vater als einen, vor dem sie Angst haben. Und was willst du dann machen? Von einer Geschiedenen, da lässt sich doch hier niemand einen Knopf annähen. In Berlin ist es kein Problem. Du willst zu Otto. Für uns freiheitssuchende Frauen waren Großstädte wie Berlin Sehnsuchtsorte. Hier sind wir unseren Familien, den Ehemännern und der dörflichen Enge entkommen. Hier haben wir anonym und unbeaufsichtigt gelebt. Sonntags ausschlafen, das Korsett gegen bequeme Kleider austauschen, die Haare abschneiden, rauchen oder turnen. Das klingt verlockend. Aber für viele war das Großstadtleben kein Zuckerschlecken. Obwohl sie rund um die Uhr schufteten, waren sie auf Suppenküchen angewiesen. Genau von diesem Elend habe ich auf dem Frauenkongress, den ich für den Figaro in Paris besucht habe, erfahren. Ausgebeutete Arbeiterinnen, verprügelte Ehefrauen, verführte Dienstmädchen. Wer will denn sowas lesen? Frauen. Ich werde nicht lügen, nur um mich über diese Frauen lustig zu machen. Müssen Sie deshalb in so einen melodramatischen Ton verfallen? Danke für das Buch, Monsieur Laval. Lassen Sie uns nicht streiten, Madame. Seien Sie so lieb und schreiben das Stück für mich um. Verstehe. Erleichterung steht der verhärmten Frau ins Gesicht geschrieben.
als sie erfährt, dass ihr Ehemann nicht bestraft wird. Gott sei Dank gibt es kein Gesetz, was ihm verbietet, ihr die Knochen zu brechen. In etwa so? Das ist doch nicht komisch. Ein Ehemann darf seine Frau jederzeit betrügen. Dreht sie den Spieß um, kommt sie dafür ins Gefängnis. Wussten Sie das, Monsieur? Haben Sie das gehört? Oh ja, Madame. Das wussten Sie? Das sind nämlich Journalisten. Sie hingegen sind eine beliebte Schauspielerin mit einer scharfen Zunge, die der Figaro für die seichte Unterhaltung engagiert hat. Also gut. Offenbar möchte Madame Durand das Stück nicht schreiben. Sieht sich sonst irgendjemand in der Lage, Du bist so ein Spießer. Übertreib es nicht. Ich bin immer noch dein Chef. Nicht mehr. Monsieur? Ja, kommen Sie. Ein bisschen spät. Bitte nehmen Sie Platz. Auch ich habe in Berlin mit meinen Kindern von vorn begonnen. Mit Hilfe meiner Schwester, Elisabeth. Tagsüber haben wir zu Hause genäht und am Abend sind wir in den Frauenverein. Da wir keine Politik machen durften, waren die Themen unverfänglich. Kochen, Kinder und Nähen. Selbst das war suspekt. Wir wurden überwacht. Jede Äußerung war gefährlich. Das reicht! Die Veranstaltung ist aufgelöst. Was? Moment. Niemand von Ihnen wird je wieder eine Frauenversammlung besuchen. Was? Wir haben nichts gemacht. Und bei Verstoß dagegen, da gibt es Hausarrest. Und jetzt raus hier! Moment. Was sagt denn Ihre Frau dazu, dass Sie sich die Abende auf unseren langweiligen Veranstaltungen um die Ohren schlagen müssen? Ich hoffe, Sie verdienen genug, dass Sie sie zum Dank mal ausführen können. Danke. Angst vor der Obrigkeit hatte ich aber nie. Bitte, Dr. Fuhrmann. Ja, danke. Schon bald wurde ich Vorsitzende eines SPD-nahen Frauenvereins. Bei mir musste die Politik noch warten. Aber Monsieur Clemenceau, wer wird denn an einem solchen Tag arbeiten? Genießen Sie doch einfach mal die Sonne. Zuerst musste ich um meinen Sohn kämpfen. Sie haben gewonnen. Dank Ihrer Hilfe? Ist er nicht entzückend? Setzen wir uns. Was hat denn jetzt den Richter überzeugt? Mein Tagebuch. Ich wusste es. Ist es nicht eine Schande, dass ich meine Befähigung zur Mutter mit Windelrechnungen und Kinderarztvisiten nachweisen muss? Madame, ich schäme mich für mein Geschlecht. Ja. Monatelang interessiert sich Perivier nicht für den Jungen und dann nimmt er ihn sich einfach, um ihn von seiner 18-jährigen Tochter großziehen zu lassen. Aber er hat nicht mit der Durchtriebenheit seiner gefallenen Mätresse gerechnet, die alles, was sie für das gemeinsame Kind tut, fein säuberlich in ihr Tagebuch notiert. Madame Durand, Sie sind ein Naturereignis. Ja. Ihre Ausstrahlung ist so stark, dass Sie selbst diejenigen verbrennt, die sich im Schatten halten. Vielen Dank. Wenn Sie mich fragen, nichts kann Ihren Ruf ruinieren. Nun hatte ich mir zwar das Sorgerecht erkämpft, aber wie viele Frauen hatten schon meine Kontakte und mein Wissen? Das wollte ich ändern. Und zwar mit einer Zeitschrift. Nur für uns Frauen. Religion und Sozialismus. Religion und Sozialismus. Sind das zwei Dinge, die sich überhaupt nicht vertragen? Oder vielleicht doch? Religion und Sozialismus. Religion und Sozialismus. Religion verträgt sich mit Sozialismus. Du schaffst das.
Warum wollen die, dass ich eine Rede halte? Und dann noch über Sozialismus und Religion. Was weiß ich denn davon? Halt dich einfach an unser Manuskript. Was da drin steht, stimmt. Mir ist schlecht. Kotzen ist meine Aufgabe. Mein Mann Richard starb überraschend. Nun war ich Witwe und alleine mit 4 Kindern. Wie lange kämpft ihr jetzt schon? Was habt ihr erreicht? Nichts. Die alten Männer im Parlament wischen sich mit euren Eingaben ihre faltigen Hintern ab. Es reicht. Ihr wollt doch immer, dass ich meine Meinung sage. Wir Frauen sind stumm. Wir haben keine Stimme. Ohne einen Mann an unserer Seite und ohne Eingaben werden wir auch nie eine bekommen. Ich kann das nicht mehr hören. Eingaben. Reden, Manifeste, Gesetzesentwürfe. Was dein Vater wohl dazu gesagt hätte, dass seine Gesetzesvorlage heute abgelehnt wurde? Das Gleiche, was er immer gesagt hat. Wer die besseren Argumente hat, der bekommt auch die Macht im Parlament. Früher oder später. Wenn ich so alt bin wie du, dann interessiert es mich aber nicht mehr. Dann ist mein Leben vorbei. Geduld. Eine Tugend, die ich an deinem Vater immer sehr bewundert habe. Aber vielleicht darf jede Tugend wie jedes Leben auch nicht ewig dauern. Erinnerst du dich noch an den Abend, an dem du so wütend geworden bist, als du uns gesagt hast, wir würden immer nur reden? Ja. Du hattest recht. All unsere juristischen Tricks und Spitzfindigkeiten haben uns keinen Schritt weitergebracht. Freiwillig werden die Männer ihre Vormachtstellung nie aufgeben. Wir müssen sie dazu zwingen. Wie denn? Mit Gewalt. Komm, Christabel Pankhurst, Tochter von Richard Pankhurst. Zeig deiner Mutter, ob dein Vater dir ein guter Fechtmeister war. En garde. Aus diesem Grund gründeten Emmeline, ihre Tochter Christabel und andere Frauen die Women's Social Political Union, kurz WSPU. Auch Emmelines Töchter Sylvia und Adela sind bald darauf eingetreten. Ja, Lila, Weiß, Grün. die Farben der Suffragetten. Lila steht für die Würde, Weiß für die Unschuld und Grün für die Hoffnung. In der Propaganda war Emmeline uns weit voraus. Die WSPU verkaufte jede Menge von diesem Zeug. Emmeline schlug damit 2 Fliegen mit einer Klappe. Sie machte Werbung für die Bewegung und verdiente Geld dabei. Steckt doch in der wohltätigsten Engländerin noch eine Krämerseele. Natürlich. Wenn Männer Geld machen, dann sind sie Unternehmer. Tun Frauen dasselbe, dann sind sie Krämerseelen. Aber wenn ihnen Betteln lieber ist, einen Groschen für die deutsche Frauenstimmrechtsbewegung. Für mich fühlt sich das eher nach einem Raubüberfall an. Es ist für einen guten Zweck. Sehen Sie? La France. Ja, eine Zeitung von Frauen für Frauen. In Deutschland war sowas damals nicht zu bekommen. Ich musste sie mir aus Paris zusenden lassen. Können Sie Französisch? Ein bisschen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, das ist der Artikel. Ja.
Meine Damen, bitte setzen Sie sich. Ich hoffe, die Sessel sind bequem, denn Sie werden von nun an viele Stunden darin verbringen. Merci. Die La Fronde ist anders als alle Zeitungen, für die Sie bisher gearbeitet haben. Wir behandeln andere Themen, wir haben andere Leser und wir gehen anders miteinander um. Hier zählt jede Meinung, hier wird niemandem der Mund verboten. Hier sind Sie Frau, hier dürfen Sie es sein. Bravo. Die Zeit war reif, den Lauf der Geschichte zu ändern. Frauen auf der ganzen Welt wollten ihr Schicksal selbst bestimmen, ihr Leben in die Hand nehmen und es sich nicht mehr länger von Männern vorschreiben lassen. Ich habe nichts gegen Männer. Wer soll mich denn sonst bewundern? Exakt. Aber Bewunderung ist etwas für den Abend. Tagsüber will ich Respekt. Oh ja. Respekt vor meiner Arbeit, Respekt vor meinem Eigentum, Respekt vor meinem Wunsch, mein Leben so zu führen, wie ich es will. Einigkeit, Härte und Disziplin. Mit der Erfahrung meiner Generation und der Energie der Jugend kämpfen wir von nun an nur mehr für ein einziges Ziel: das Wahlrecht. Es gibt viele, die Angst davor haben, dass wir Frauen frei sind. Die Pfaffen halten uns für sündhaft, die Parteibonzen für hysterisch und die Professoren für dumm. Die Arbeiter, unsere natürlichen Verbündeten, fürchten unsere Konkurrenz, genauso wie viele Ehefrauen. Wir müssen diesen Menschen zeigen, dass es keinen Grund gibt, vor uns Angst zu haben. Im Gegenteil. Ein Frankreich, in dem Frauen genauso viel wert sind wie Männer, in dem sie die gleichen Rechte haben, ist ein besseres Frankreich. Meine Damen, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Wenn Sie in die WSPU eintreten, lassen Sie alle anderen Bindungen hinter sich. Sei es zu einer Gewerkschaft oder zu einer Kirche. Die WSPU ist von nun an Ihre Kirche. Und sie duldet keinen anderen Gott neben sich. Jetzt hast du es. Frauen auf der ganzen Welt bewunderten uns, denn wir waren radikal. Die Bewunderung vom Lager der Arbeiterfrauen hielt sich jedoch in Grenzen. Sie verübelten den Suffragetten, dass sie sich nicht um soziale Belange scherten. Und die Christinnen spürten den mangelnden Respekt vor der Kirche. Doch trotz der Skepsis und des Argwohns vieler Frauen war Marguerite Durands La Fronde ein voller Erfolg. Sie erreichte rasch eine Auflage von 40.000 Stück. Die Zeitung wurde ausschließlich von Frauen gemacht und hatte jede Woche ein Frauenthema im Fokus. Scheidungsrecht, Kinderarmut oder auch Babypflege. Marguerite wollte keine furchterregende Suffragette sein, deshalb nannte sie sich Suffragettise. Das Wahlrecht war ja erst gar nicht so wichtig. Das beweist doch, dass Frauen von Natur aus gar nicht am Wahlrecht interessiert sind. Nicht von Natur aus, von Haus aus. Man hat sie so dressiert. Und Sie hat man nicht dressiert? Meine Eltern waren liberal. Ich durfte auf Bäume klettern, mich schmutzig machen, Fahrrad fahren. Alles, was die Jungs machen. Typisch. Kaum lässt man Mädchen auf Bäume klettern, wollen sie schon gleich das Wahlrecht. Wer als Kind frei war, der will es auch als Erwachsener sein. Aber auch mich ereilte natürlich das Schicksal der Mädchen von Stand. Schule für höhere Töchter? Ja, ich hatte nicht den geringsten Ehrgeiz, mich zur staatlich lizenzierten Bürgersgattin ausbilden zu lassen. Gott sei Dank ließ mein Vater mich in seiner Kanzlei mitarbeiten. Ich weiß nicht, wie ich die Zeit zu meinem 21. Geburtstag überlebt hätte. Endlich durfte ich nach Berlin. Um meine Eltern zu beruhigen, machte ich erst mal eine Ausbildung. Lehrerin und Turnleiterin. Aber als ich ein kleines Vermögen von meiner Großmutter vererbt bekam, da konnte keine Vernunft der Welt mich mehr zurückhalten. Sie gingen in die Politik? Nein, ich ging ans Theater. Ach. Ja, das passiert, wenn man auf eine Schule für höhere Töchter geschickt wird. Dann glaubt man, im Theater ging es um die hohe Kunst und nicht darum, auf dem Schoß des Intendanten zu sitzen. Verstehe. Das bezweifle ich. Jedenfalls war das ein kurzes Gastspiel. Und ich zog mit meiner Freundin nach München. Genauer gesagt nach Schwabing. Denn Künstlerin wollte ich schon noch bleiben. Unsere Fotos von Frauen in Männerposen waren damals der letzte Schrei. Das ist irgendwie erotisch.
Musste schließlich Geld verdienen. Waren das Damen aus Ihrem Milieu? Wenn Sie damit das bürgerliche Milieu meinen, ja. Sogar Thomas Mann hat sich von mir fotografieren lassen. In Frauenkleidern? Solche Scherze konnte man nur mit seinem Bruder machen. Thomas Mann war schon damals sehr auf seine Würde bedacht. Die Frauen waren übrigens auch nicht einfach. Für viele war es undenkbar, sich in einer männlichen Pose zu zeigen. Der grübelnde Gelehrte. Ich halte das weibliche Gehirn für ungeeignet zur echten Abstraktion auf akademischem Niveau. Und obwohl es so ist, haben Sie studiert. Warum? Weil es notwendig war. Kaiser Wilhelm II. Hatte sich entschlossen, Tabula rasa zu machen. Er wollte ein neues bürgerliches Gesetzbuch haben. Das hatte ich ihm damals gar nicht zugetraut. Er dachte doch eigentlich nur an Kolonien für uns Deutsche. Das BGB sollte moderner werden als der Code Civil. Um mitreden zu können, beschloss ich, Jura zu studieren. Da wir Frauen in Deutschland nicht studieren durften, habe ich mich in Zürich an der Universität eingeschrieben. Von dort bin ich nach Deutschland gefahren und habe Vorträge in Frauenvereinen gehalten. Wir Juristen träumten nämlich von einem Meilenstein der Rechtswissenschaft. Ein bürgerliches Gesetzbuch, das Männer und Frauen völlig gleichstellt. Das Ziel schien zum Greifen nah. Als die Kommission 1888 den Entwurf vorlegte, war ich aufgeregt wie ein Kind an Weihnachten. Die ersten Zeilen klangen noch gut. Eine volljährige Frau ist mündig und darf über ihren Wohnort und ihren Beruf selbst bestimmen. Sie ist rechtsfähig und darf Verträge abschließen und Geldgeschäfte tätigen. Das Eherecht. Das ist eine Schande. Sobald eine Frau heiratet, gehen alle diese Rechte an den Ehemann über. Er darf sogar ihr Geld ausgeben, ohne sie zu fragen. Die Frau wird mit der Hochzeit praktisch entmündigt. Es war überhaupt kein Fortschritt für uns Frauen. Mir war klar, das durfte niemals Gesetz werden. Wir liefen Sturm gegen das Gesetz, schrieben Briefe, trugen uns in Listen ein und verfassten Petitionen. Aber nicht wir waren in den Schlagzeilen, sondern die anstehende Weltausstellung in Paris. Rolltreppen, der Eiffelturm, die allerersten Filmaufnahmen, das war zu sehen. Also war alles vergeblich gewesen. Ich erinnere mich noch genau an die Abstimmung. Ich saß auf der Reichstagstribüne. Es war aussichtslos für den Antrag der SPD. Eine historische Chance war vertan. Naja, historisch. Historisch. Wir schreiben jetzt das Jahr 1919. Wir haben den Krieg verloren. Der Kaiser hat abgedankt. Aber das BGB ist wie in Stein gemeißelt. Es ist unangetastet. Noch immer geben wir Frauen mit der Hochzeit alle Rechte ab. Das wäre nie passiert, wenn Frauen damals mit abgestimmt hätten. Das Wahlrecht ist der Schlüssel zur Gerechtigkeit. Alles andere folgt daraus. Deshalb haben wir den größten internationalen Frauenkongress in Berlin abgehalten. Da konnten alle sehen. Der Kampf für das Frauenwahlrecht ist eine weltweite Bewegung. Auch Marguerite war in Berlin. Sie hat sogar den Kaiser getroffen. Sie konnte wirklich jeden bezirzen. Entschuldigen Sie. Ist schon gut. Ja, ich kannte den deutschen Kaiser. Ein netter Mann. Kontakte in diese gesellschaftlichen Kreise waren wichtig, um die Sache von uns Frauen voranzutreiben. Sie überschätzen meinen Einfluss, meine Damen. Es gibt 100 weitere Senatoren im Senat. Nicht alle denken so modern wie ich. Aber alle Zeitungen dürfen aus dem Senat schreiben. Und warum dann nicht auch die La Frauen? Schicken Sie doch einfach einen männlichen Korrespondenten.
Wir beschäftigen keine Männer und bisher hat sie das auch nicht gestört. Im Übrigen, wir wären nicht undankbar. Unsere Leserinnen sind sehr moralisch. Sie beurteilen Politiker nach ihrem Privatleben. Und wir beide wissen doch ganz genau, dass viele Männer auch, wenn sie es niemals zugeben würden, bei der Wahl von ihren Frauen beeinflusst werden. Sie wollen über mich schreiben? Mehr als das. Wir besuchen Sie zu Hause. Ihre Frau engagiert sich doch für die Wohlfahrt, nicht wahr? Sie spendet. Manchmal. Vorbildlich. Genauso wie die Ehe, die Sie führen. Und die Kinder, die Sie erzogen haben. Ich sehe schon die Schlagzeile. Für die Familie und die Nation. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir Frauen de la Fronde durften aus dem Senat in Paris berichten. Aber wählen durften wir noch lange nicht. In England schienen wir unserem Ziel greifbar nahe zu sein. Ich hatte einen progressiven Abgeordneten der Labour Party dazu gebracht, eine Gesetzesvorlage zum Frauenwahlrecht im Parlament einzubringen. Worüber lachen Sie? Churchill erzählt gerade, wie er nach einer Zechtour seine Kutsche nicht findet. Ah, Was ist? ich weiß, was Sie vorhaben. Seit 4 Stunden debattieren die Herren nun über den Tagesordnungspunkt Nummer 1, die Lichtpflicht für Kutschen. Tagesordnungspunkt Nummer 2 ist das Wahlrecht für Frauen. Und Sie glauben tatsächlich, dass wir dieses Manöver nicht durchschauen. Wenn die Vorlage heute nicht gelesen wird, verschwindet sie für immer von der Agenda. Ladies. Votes for women! Votes for women! Votes for women! Votes for women! Stimmrecht für Frauen. Das war die Geburtsstunde unseres Wahlspruchs. Schon bald schallte er durch die Straßen von Berlin, New York oder Paris. Aber an diesem Tag zeigte die Staatsmacht uns auch, was sie davon hielt. Nichts. Die Polizisten stürzten sich in die Menge, sie stießen uns herum, verbaten uns den Mund und schickten uns nach Hause. Auch im Kaiserreich bekamen wir die Härte des Staates zu spüren. Sie ist unter den Pferd gekommen. Schutzmann hat sie niedergeritten. Was? Ja, mach was. Wo tut's dir weh? Nur hier. Hoffentlich nur eine Prellung. Bist du dir sicher, dass dir das Pferd nicht in den Bauch getreten hat? Ja. Es war nur die Hüfte. Ich hätte euch da nicht hinlassen dürfen. Hast du ja auch nicht. Du hast recht. Ich hätte dich niemals mit auf die Demonstration nehmen dürfen. Du hättest dein Kind verlieren können, Elisabeth. Ja, hol noch mehr Wasser. Du schaffst es. Wie lange ging das noch gut? Elisabeth hatte bald eine eigene Familie. Und ich war ohne Mann. Hatte mein Kampf überhaupt Aussicht auf Erfolg? Um uns herum hat sich die Welt rasend verändert. Ich habe Zeppeline am Himmel gesehen. In Amerika wurden Autos am Band gefertigt und Häuser schossen in schwindelerregende Höhen. Auch wir Frauen erregten Aufsehen. Marie Curie bekam Nobelpreise. Bertha Benz fuhr besser Auto als alle Männer. Und Käthe Kollwitz berührte die Menschen mit ihrer Kunst. Doch die Parlamente waren für uns noch immer fest verschlossen.
Genau aus diesem Grund habe ich die Taktik gewechselt. Wenn Argumente nichts nutzen, vielleicht List. Sie sind verrückt, Madame. Wieso? Das kann mir doch keiner verbieten. Muss er auch gar nicht. Es ist schon verboten. Frauen dürfen nicht in die Nationalversammlung. Aber nirgendwo steht, dass sie nicht dafür kandidieren dürfen. Ja, aber das macht nur dann Sinn, wenn die Leute auch davon erfahren. Und Sie glauben doch nicht wirklich, dass irgendeine andere Zeitung außer der La Fronde darüber berichten wird? Es kommt darauf an, wie spektakulär meine Wahlkampagne ist. Ah, was haben Sie denn vor? Wollen Sie sich kopfüber am Eiffelturm aufhängen? Ich hatte daran gedacht, mit einer Löwin durch Paris zu spazieren. Wo wollen Sie denn eine Löwin herkriegen? Ein Freund hat mir kürzlich eine geschenkt. In England war seit unserem Besuch im Parlament den mächtigen Männern das Lachen vergangen. Aufmerksam verfolgte der britische Staat das Tun von uns Suffragetten. Allen voran Premierminister Henry Campbell Bannerman. Bitte. Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen, Herr Premierminister. England scheint sich zu verändern. Meine Mutter lehrte mich die Gastfreiheit. Und mein Vater hat mir beigebracht, dass ein Gentleman erst dann Platz nimmt, wenn es die Frau bereits getan hat. Und mein Vater hat mir beigebracht, mich nicht mit Frauen von der Straße einzulassen. Hören Sie, Mrs. Pankhurst. Meine Regierung hat viel getan für die Sache der Unterprivilegierten. Sie meinen Minderbemittelten? Ich habe die allgemeine Schulspeisung eingeführt. Ich habe es den Gewerkschaften leichter gemacht zu streiken. Aber Demonstrationen vor meinem Amtssitz werde ich nicht dulden. Die britische Regierung lässt sich nicht erpressen. Erpressen womit? Mit Worten? Mit Plakaten? Mit Schmuck? Mit der Gewalt, zu der sie mich zwingen. Niemand will Frauen sehen, die von der Polizei abgeführt werden. Niemand will seine Ehefrau von der Wache abholen. Wo sonst werden wir Frauen denn gehört, wenn nicht auf der Straße? Ich gebe zu, die Art und Weise, wie das Unterhaus ihre Gesetzesvorlage abgeblockt hat, war niederträchtig. Aber so ist Politik. Die Mehrheit der Abgeordneten ist nun mal gegen das Frauenwahlrecht. Für mich persönlich steht es außer Frage, dass Frauen wie Sie das Wahlrecht verantwortungsvoll ausüben würden. Es geht nicht nur um Frauen wie mich. Es geht um alle Frauen. Und deshalb bin ich sicher, dass es eines Tages das Frauenwahlrecht geben wird. Aber noch ist die Zeit nicht reif dafür. Haben Sie Geduld. Wir Frauen haben zu viel gelitten. Unsere Geduld ist aufgebraucht. Wir werden uns dieses Recht erkämpfen. Und wir sind bereit, alles dafür zu opfern. Unseren Besitz, unser Ansehen, unsere Familien. Und wenn es sein muss, sogar unser Leben. Na. Dieser Auftritt war natürlich ein Affront.
Aber wir Suffragetten ahnten nicht, wie hart der Staat reagieren würde. Sehr gut. Machen Sie so viele Aufnahmen wie möglich. Provozieren Sie die Frauen, wenn nötig. Ich will sie alle im Gefängnis sehen. Nun waren wir Frauen im Visier von Scotland Yard. Ich fühle mich immer komisch, wenn wir einen demokratischen Kandidaten unterstützen. Die Liberalen stehen unserer Sache doch viel näher. Aber nicht, was das Frauenwahlrecht angeht. Wir müssen den Liberalen zeigen, dass sie uns brauchen, um Wahlen zu gewinnen. Und das tun wir am besten, indem wir ihnen zeigen, dass wir auch anders können. Trotzdem, es tut mir weh, wenn ein demokratischer Kandidat gewinnt. Wessen Brot ich esse, dessen. Ihr verdammten Suffragetten. Bleiben Sie stehen oder ich rufe nach der Polizei. Oh, dann ruft sie nach der Polizei. Oh. Stehen bleiben. Ihr verdammten Weiber. Jetzt machen wir euch fertig. Sich als Suffragette zu zeigen, war lebensgefährlich. Es war ja schon gefährlich, allein als Frau in der Öffentlichkeit zu sein. Also bitte, Frau Augsburg. Frauen konnten sich überall im Kaiserreich gefahrlos bewegen. Wenn ihr Ehemann, Vater oder Bruder dabei war. Der Paragraph 361. Er sah Gefängnis für gewerbsmäßige Unzucht vor. Dieser Begriff war schwammig formuliert. Es reichte, dass eine Frau allein unterwegs war, um in den Verdacht zu geraten, gewerbsmäßige Unzucht zu betreiben, um verhaftet und zwangsuntersucht zu werden. Es war gefährlich, allein einen Kaffee trinken zu gehen. Ich denke, der Paragraph diente dazu, uns Frauen daran zu hindern, uns ohne Männer zu treffen oder gar gegen sie zu verschwören. Dann sind Sie nach Weimar gefahren und haben sich einem Polizisten in die Arme geworfen. Ja. Um auf dieses Unrecht hinzuweisen, habe ich eine ganz simple politische Aktion durchgeführt. Ich bin allein über den Weimarer Bahnhofsvorplatz spaziert. Es hat keine 10 Minuten gedauert und ich war verhaftet. Die Zeitungen berichteten, die Leser lachten und die Sache wurde sogar vor den Reichstag gebracht. Ein voller Erfolg. Diese Strategie habe ich auch in Frankreich angewandt. Die Menschen provozieren, um klarzumachen, wie absurd die bestehenden Gesetze waren. Meine Löwin war dazu perfekt. Warum sollen Jungen und Mädchen nicht auch gemeinsam die Schulbank drücken, wenn sie ohnehin in den Pariser Gassen miteinander spielen? Stimmt etwas nicht, Monsieur Morisset? Nein. Alles in Ordnung. In ganz Frankreich folgen Frauen ihrem Beispiel und lassen sich für die Nationalversammlung aufstellen, obwohl es aussichtslos ist. Wollen Sie die Nation lächerlich machen? Ich will, dass die Nation darüber nachdenkt, dass die Hälfte ihrer Bürger nicht wählen darf. Dass die Hälfte ihrer Bürger für dieselbe Arbeit nicht einmal halb so viel Lohn bekommt. Dass die Hälfte ihrer Bürger alle Kinder zur Welt bringt, die ihr von der anderen Hälfte jederzeit wieder genommen werden dürfen. Sie vergessen, dass die eine Hälfte der Bürger dafür aber eine große Bürde zu tragen bereit ist. Nämlich die andere Hälfte der Bürger bei Gefahr zu beschützen. Ist die Tür sicher genug? Ich hatte euch doch gebeten, die Tür abzuschließen. Fahren Sie fort, Monsieur Morisset. Sie waren beim Beschützen. Hier. Provozieren war die typische Strategie von uns Frauen aus dem Bürgertum. Wir wollten Denkanstöße geben. Die Arbeiterfrauen haben lieber Mitglieder für ihre Parteien rekrutiert. Wir Bürgerfrauen waren Einzelkämpfer. Wir haben uns in Frauenvereinen ohne Männer organisiert. Aber das hat Sie schwach gemacht. Für die Sozialdemokratin waren wir sowieso der Feind. In ihren Augen ging es uns ja gut.
Guten Tag. Was wollen Sie? Mein Name ist Marie Juchatz, ich bin von der SPD. Paul, hier ist jemand für dich. Nein, nein, ich will nicht mit Ihrem Mann sprechen. Ich bin wegen Ihnen gekommen. Wegen mir? Ich verstehe nichts von Politik. Ich will Sie auch gar nicht lange aufhalten. Ich weiß, Sie haben zu tun. Ich halte heute Abend einen Vortrag für Frauen im Hinterzimmer des Adler. Sie wissen wahrscheinlich, dass wir Frauen jetzt in die SPD eintreten dürfen? Nein. Nach dem Vortrag setzen wir uns zusammen und reden über die Kinder, über die Arbeit, über das Geld. Ich bin hier, um zu erfahren, wie die SPD am besten helfen kann. Stecken Sie die Zettel wieder ein. Es gibt nur Ärger. Keine Angst, ich bin angekündigt. Die Fabrik weiß Bescheid. Die Ehemänner aber nicht. Sie hätten lieber uns um Erlaubnis fragen sollen. Geben Sie mir den Zettel. Ich war nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland unterwegs. Oft viele Wochen lang. Denn ich wollte das Leben der Frauen besser machen. Und die entscheidende Waffe im Kampf um mehr Rechte war die Bildung. Ich war viel radikaler. Was kümmerte mich Bildung, wenn wir nicht wählen durften? Seit dem Tod von Richard gab es für mich nur noch ein Ziel: das Wahlrecht. Die Leute vom Armenhaus kommen morgen Vormittag, um die Sachen abzuholen. Kannst du bitte da sein, wenn sie kommen? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass hier jemand anders leben soll. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Du machst einen gewaltigen Fehler, damit alles auf eine Karte zu setzen, Emmeline. Du bist 48. Und was heißt das, Mary Jane? Ach, guck mal. Teddy. Ohne den konnte Harry nie einschlafen. Ja, genauso wie du und deine Mutter, als ihr so klein wart wie er. Und jetzt wirft sie ihn weg. Hier. Da war euer Hochzeitsbild drin. Oder hier, Richards Pfeifen. Die hat er sich immer angezündet, wenn jemand dummes Zeug geredet hat und der höflich bleiben wollte. Mutters Schal. Du kannst es immer noch rückgängig machen. Das Standesamt nimmt dich sicher zurück. Um was zu tun. Und dann, bis ans Ende meiner Tage, beruhige ich mein Gewissen damit, dass ich Ästen ausgebe in einem Armenhaus. Als ich dem Premierminister sagte, ich würde mein Leben opfern, da habe ich das so gemeint. Familie oder Politik? Beides konnte ich nicht haben, denn die SPD bot mir eine Stelle als Frauensekretärin am Oberrhein an. So, jetzt passt doch alles für Köln. Ich kann euch ja besuchen. Zu Ostern und Weihnachten. Ostern war doch erst gerade. Weihnachten. Es sind noch fast 7 Monate. Mehr als ein halbes Jahr. Dazwischen kommt die Mutti doch bestimmt auch mal. Nicht wahr? Ja, natürlich. Kann gut sein, dass mich die Partei ab und zu nach Berlin schickt. Oder wir zwei, wir fahren mit dem Zug nach Köln. Dann siehst du den Rhein und den Dom. Warum kann Mutti nicht ganz normal arbeiten? Immer ist sie weg. Das verstehst du noch nicht. Wenn du älter bist, wirst du verstehen, warum das noch nicht anders geht. Ich bin schon 10. Ja, genau, du bist schon 10. Und deswegen brauche ich dich doch auch hier. Damit du mir mit dem Kleinen hilfst.
Allein schaffe ich das doch nicht. Na, wie sehe ich aus? Toll. Wunderschön, Mutti. Ihr seid stark, ihr seid mutig, ihr seid Frauen. Ihr wollt Votes for Women! Votes for Women! Lauter! Votes for Women! Votes for Women! Votes for Women! Der Umzug nach London erwies sich als richtig. Nur hier konnten wir uns Gehör verschaffen. Ladies und Gentlemen. Danke erst einmal bis hierhin. Und da wir im Parlament nicht gehört wurden, habe ich den Spieß umgedreht. Wie steht ihr denn da? Hände in die Hüften. Beine fest in den Boden. Brust raus. Schultern zurück, das Kinn hoch. Ihr wisst, was ihr wollt und ihr wisst, dass es euer Geburtsrecht ist und ihr habt keine Angst. Also lasst es die Welt wissen. Votes for Women! Votes for Women! Die Presse nannte mich General. Und das stimmte. Ich kann dich nicht hören. Votes for Women! Votes for Women! Denn wie ein Befehlshaber habe ich meine Frauen auf die Straße geschickt. Stopp, stopp! Wir üben nicht mehr nur missachtet zu werden. Wir üben, gehasst zu werden. Die Politiker werden uns hassen. Die Polizisten werden uns hassen. Die Journalisten werden uns hassen. Und ja, es wird sogar Frauen geben, die werden uns hassen. Und wenn wir das nicht aushalten, dann haben wir keine Chance zu gewinnen. Die Polizisten werden uns behandeln wie Verbrecher. Sie werden uns packen, sie werden uns stoßen und sie werden uns zu Boden werfen. Sie werden uns beleidigen. Sie werden uns anbrüllen. Aber wir lassen uns nicht demütigen. Denn wir werden zurückbrüllen. Votes for Women! 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 Wir wollten die Politiker zermürben und in die Knie zwingen. Deshalb setzten wir uns tagelang vor ihre Häuser und lauerten ihnen in Parks auf. Alles mit einem Ziel. Die liberale Regierung sollte so viele Sitze verlieren, dass sie uns Frauen aus reinem Selbsterhaltungstrieb das Wahlrecht gab. Jetzt machen wir euch fertig. Jetzt seid ihr dran! Wir haben nichts zu fressen und euch reichen Weibern ist so langweilig, dass ihr Politik spielen wollt? Jetzt sagen wir uns mal, wie Politik geht. Was ist denn hier los? Helfen Sie uns! Das ist Ruhestörung. Ich helfe dir schon. Ich helfe dir! Komm her! Ich helfe dir schon, Mann! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Damit will ich nichts zu tun haben. Frisch aus dem Ofen. Danke. Das riecht köstlich. Setz dich doch einen Moment zu uns. Aber nur kurz. Wie haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt? Auf einem Frauenkongress in Berlin, 1896. Wo ist das Recht der Frau? Noch nie hatte mich eine Rede so im Innersten getroffen.
Nach der Rede kam sie zu mir und abends gingen wir zusammen essen. Lida hat mich beeindruckt. Sie hat so viel erreicht. In Hamburg ist sie eine Institution. Sie unterhielt ein Haus für arbeitende Frauen mit Kinderhort und Mittagstisch. Sie hat sich für die Rechte der Prostituierten eingesetzt. Haben Sie das alles mit Ihrem Erbe finanziert? Ja, sicher. Von dem Geld haben wir auch dieses Haus hier bauen lassen. Eine ungewöhnliche Entscheidung für zwei eng befreundete Bürgersfrauen. Erregt das keinen Anstoß? Das sind wir gewohnt. Unsere Namen sind in ganz Deutschland bekannt, auf dem Land oder in der Stadt. Wir erregen immer Anstoß. Wir waren ja auch was Besonderes. Finanziell unabhängige Frauen. Wir feierten Partys, wir badeten nackt, wir fuhren Fahrrad. Wir waren keinem Mann Rechenschaft schuldig. Es war ein Skandal. Aber nicht der größte in Ihrer langen Karriere als Duo Infernale. Ach, Sie meinen den Aufruf zum Eheboykott? Ja. Wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Du hast mir einen Heiratsantrag gemacht. Ja, und du hast gesagt, ich bin doch nicht so blöd, dich zu heiraten, dann verliere ich ja alle meine Rechte. Und da sind wir auf die Idee gekommen. Warum sollten Frauen überhaupt heiraten? Warum sollten sie mit ihren Männern nicht so zusammenleben wie wir? Sie würden ihr Eigentum behalten. Niemand könnte ihnen die Kinder wegnehmen. Und wenn der Mann sie schlägt, gehen sie einfach. Es war wie eine Erleuchtung. Wir versuchten immer, die Ehegesetze zu ändern. Dabei gab es schon die perfekte Ehe. Die neue Ethik. Die Ehe ohne Trauschein. Also haben wir die Frauen zum Eheboykott aufgerufen. Ich habe damals einen offenen Brief an alle großen Zeitungen geschrieben und erklärt, dass diese Form der Ehe keine Schande sei, sondern ein Gebot der Vernunft. Da hatten Sie die weibliche Vernunft wohl etwas überschätzt. Natürlich hatten wir mit einem Aufschrei gerechnet. Aber dass alle gegen uns sein würden, selbst die Linken und Fortschrittlichen. Anscheinend ist das weibliche Geschlecht doch hoffnungslos romantisch. Es ging nicht um die Romantik. Vielen war einfach nicht klar, wie frauenverachtend diese Gesetze waren. Wie entschlossen unser Gegner. Mittlerweile war mir klar, dass Scotland Yard uns observierte. Doch das war mir egal. Ich organisierte die größte Demonstration der damaligen Zeit. Und dazu lud ich Suffragetten aus der ganzen Welt ein. Am 21. Juni 1909 demonstrierten in London 500.000 Menschen. Das hatte die Welt noch nicht gesehen. Ich war mir sicher, nun würde Premierminister Asquith nachgeben müssen. Soll mich dieses Gekeife davon überzeugen, dass Frauen etwas von Politik verstehen? Mit Gefühlen kann man kein Weltreich zusammenhalten. Herr Premierminister, unterschätzen Sie die Macht weiblicher Leidenschaft nicht. Miss Pankhurst ist eine brillante Agitatorin. Sie versteht es, aus wirren Gefühlen gefährliche Politik zu machen. Ich kann nicht zulassen, dass das Fundament des britischen Empires durch ein paar hysterische Weiber in Frage gestellt wird. Legen Sie Mrs. Pankhurst das Handwerk. Das wird unschöne Bilder geben. Tun Sie, was immer dafür notwendig ist. Sehr gut. Wie naiv wir waren. Wenige Tage nach der Großkundgebung marschierte ich mit anderen Suffragetten friedlich zum Parlament. Wir wollten eine Petition überreichen. Dazu kam es aber nicht. Asquith ließ uns mit Knüppeln auseinandertreiben. Unter den Augen der Welt hatte er es nicht gewagt, Gewalt einzusetzen. Jetzt tat er es umso skrupelloser. 2 meiner Suffragetten meldeten sich freiwillig, um nun ihrerseits Gewalt auszuüben. Sie warfen Fensterscheiben ein. Die Reaktion von Asquith ließ nicht lange auf sich warten. Er ließ uns verhaften. Wegen Aufwiegelung wurde ich zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Drehen Sie sich bitte um. Muss das wirklich sein? Diese Untersuchung ist doch lächerlich.
Spreizen Sie bitte die Beine. Spreizen Sie die Beine. Sie können sich wieder anziehen. Können Sie keinen Augenblick warten? Der Direktor hat Ihr Gesuch abgelehnt, als politische Gefangene behandelt zu werden. So. Und was bin ich denn dann bitte sonst? Eine ganz gewöhnliche Kriminelle. Sie haben einmal am Tag Hofgang für 5 Minuten. Gespräche mit den Mitgefangenen sind verboten. Emmeline hat einen hohen Preis bezahlt für ihren Marsch auf das Parlament. Aber an sich war die Idee richtig. Wir haben in München eine Kutschfahrt durch die Stadt organisiert, um auf unser Anliegen aufmerksam zu machen. Und Marguerite Durand in Frankreich zeigte, dass so eine Aktion Erfolg haben kann. Zusammen mit ihren Mitstreiterinnen hatte sie ein Referendum unter Leserinnen veranstaltet. Wollen Sie wählen? Ja oder nein? Die überwältigende Anzahl der Ja-Stimmen ermutigte sie, einen Marsch auf das Parlament zu wagen. Das hatte Paris noch nicht gesehen. 6000 Frauen marschierten vom Quai Conti zu den Tuilerien und sangen patriotische Lieder. Es war ein Skandal. Zum ersten Mal eroberten wir Frauen 1914 in Frankreich die Straßen. Ich lief an der Spitze. Als ich dann in den Tuilerien vor der Menge sprach, gab es kein Halten mehr. Die Menge skandierte La Française doit voter. Nichts konnte uns mehr aufhalten, dachten wir. Ich muss gestehen, mit einem solchen Erfolg hatte ich nicht gerechnet. Der eigentliche Erfolg war nicht der Marsch, sondern das Bankett. Ich glaube, es gibt keine zweite Frau in Paris, die eine solche Gästeliste zustande gebracht hätte. Wieder einmal liegt ihnen die ganze Stadt zu Füßen. Die Männer liegen uns Frauen nur zu Füßen, damit sie uns nicht in die Augen sehen müssen. Genau wie Sie. Ich weiß. Sie nehmen mir übel, dass ich Sie in der Frage des Wahlrechts nicht unterstütze. Aber glauben Sie mir, nicht alle Frauen sind so wie Sie. Die meisten können ohne Weihwasser genauso wenig leben. Wie Sie ohne Parfüm. Das wird sich ändern, sobald Sie die Wahl haben. Unterschätzen Sie nicht die Macht der katholischen Kirche. Zum Wohl. Clemenceau behielt recht. Der Marsch sorgte zwar für Schlagzeilen, aber die französischen Parlamentarier blieben davon völlig unbeeindruckt. In England schien sich 1910 mit dem Tod von König Edward alles zu ändern. Die Trauer machte Liberale und Konservative kompromissbereit. Sie schlugen das Wahlrecht für vermögende Frauen vor. Jetzt hing alles nur noch an Asquith. Wissen Sie, was ich als junger Anwalt gelernt habe? Stelle vor Gericht nie eine Frage, deren Antwort du nicht schon kennst. Können Sie vorhersagen, wie die Frauen, denen Sie hier ohne Not das Wahlrecht geben, wählen werden? Da fragen Sie mich was. Naja, ich weiß. Moralische Pflicht, Menschenrechte und so weiter und so weiter. Bestellen Sie unseren Abgeordneten bitte Folgendes. Moralisch bin ich als Privatmann. Als Premierminister zähle ich Sitze.
Und falls es ihnen entgangen sein sollte, wir haben nur 2 mehr davon im Unterhaus als die Konservativen. Und in dieser Situation wollen Sie die Würfel rollen und die Zahl der Wahlberechtigten verdoppeln? Das war der Plan. Sind Sie sicher, dass Ihre Frau Sie wählen wird? Nein. Dieses Gesetz wird nie gelesen werden. Sie können gehen. Das war eine Kriegserklärung. Damit hat Asquith den Waffenstillstand beendet. Eine Woche später sind 450 von uns zum Unterhaus marschiert. Dort hat die Polizei schon auf uns gewartet. Auf Pferden trieben sie uns durch die Straßen. Sie schlugen uns ins Gesicht und sie traten uns. Viele Frauen wurden schwer verletzt. Der 18. November 1910 war der dunkelste Tag der Bewegung. Ein schwarzer Freitag. Auch meine Schwester Mary Jane wurde schwer verletzt. Sie kam jedoch nicht ins Krankenhaus. Richten Sie sich bitte auf. Wie lange haben Sie die Kopfschmerzen schon? Seit gestern richtig schlimm. Ihr positioniert eure Gruppen hier, hier, hier und hier. Die Polizei glaubt, dass wir am Abend kommen. Also gehen wir am Morgen. Ihr marschiert hier lang Richtung Parlament und eure Gruppe geht da lang Richtung Downing Street. Und es ist wichtig, dass ihr nicht zu früh bemerkt werdet. Also geht zu zweit und mit ein paar Metern Abstand so, als würdet ihr euch nicht kennen. Stehen Sie bitte auf. Ist Ihnen schwindelig? Was ist passiert? Es tut mir so leid. Sie ist zu Hause. Sie erholt sich vom Gefängnis. Der Arzt hat sie entlassen. Eine Nachbarin hat sie gefunden. Er hat sofort den Arzt geholt, aber Nach dem Tod meiner Schwester änderte sich alles. Ich habe meine Frauen zu Brandstiftung und Sabotage aufgerufen. Meiner Tochter Sylvia gefiel das nicht. Sie warf mir vor, ich würde damit Menschenleben gefährden. Deshalb hat sie die WSPU verlassen und sich den Arbeiterfrauen angeschlossen. Ich kämpfte weiter. Und ich wurde wieder verhaftet. Hinter den Gefängnismauern waren wir machtlos. Deshalb griffen wir zum letzten Mittel. Hungerstreik. Asquith ordnete Zwangsernährung an. Damit brachten wir die Regierung in eine heikle Situation. Frauen, die den Märtyrertod starben, waren das Letzte, was die Politiker gebrauchen konnten.
Keine Angst, Mrs. Pankhurst. Das ist nicht für Sie. Das ist für Sie. Eine Mahlzeit, wie sie Frauen Ihres Standes zusteht. Verstehe. Und es sind Männer von Ihrem Stand, die entscheiden, was mir zusteht. Ich entscheide gar nichts. Sie entscheiden. Gegessen haben werden Sie in wenigen Minuten. So oder so. Mit Trichter und Stopfknüppel wurden wir zwangsernährt. Das war lebensgefährlich. Machen Sie es uns doch allen nicht so schwer. Essen Sie. Keiner hier will Ihnen etwas Böses. Waren Sie es, der meine Schwester entlassen hat? Sie wussten, dass Sie sie zum Sterben nach Hause schicken. Aber das war Ihnen egal. Sie durfte nur nicht hier im Gefängnis sterben. Fassen Sie mich nicht! Sie haben doch vor dieser Prozedur hier mehr Angst als ich. Was ist, wenn etwas schief geht? Es wird nicht schief gehen. Oh, vielleicht nicht jetzt, aber beim nächsten Mal. Oder beim zweiten Mal. Oder beim dritten Mal. Oder beim 10. Mal. Ich werde alles, was Sie mir in den Magen zwingen, erbrechen. Ich werde aufhören zu trinken. Sie werden in dieser Zelle mehr Zeit verbringen als bei Ihrer Familie. Sie halten das Leben von Emmeline Pankhurst in den Händen. Sie kommen aus wohlhabendem Hause, Mrs. Pankhurst. Sie kennen den Hunger nicht. Sie werden noch ums Essen betteln. Sie kennen mich nicht! Du machst einen gewaltigen Fehler damit, alles auf eine Karte zu setzen, Emmeline. Und wir sind bereit, alles dafür zu opfern. Unseren Besitz, unser Ansehen, unsere Familien. Und wenn es sein muss, sogar unser Leben. Wie schade, dass du kein Junge geworden bist. Als die Menschen erfuhren, was sich hinter den Gefängnismauern abspielte, protestierten sie in ganz Europa dagegen. Und Asquith reagierte. Er erließ ein perfides Gesetz. Nun durften Gefangene, die lebensbedrohlich entkräftet waren, in den Essurlaub. Das hieß, wir durften das Gefängnis so lange verlassen, bis wir wieder bei Kräften waren. Dann wurden wir wieder eingesperrt. Jetzt zählten nur noch Taten. Emily Davidson griff zum äußersten Mittel. Um gegen das Gesetz zu protestieren, warf sie sich bei einem Derby vor das Pferd des Königs. Sie starb. Obwohl ich körperlich und seelisch am Ende war, sollte auch ich wieder ins Gefängnis. Meine Mitstreiterinnen brachten mich nach Frankreich in Sicherheit, denn ich war entschlossen, in diesem Krieg zu sterben. Dumme Kuh. Wie bitte? Krieg. Diese Frau hat doch keine Ahnung, was Krieg ist. Sich selbst zugefügtes Leid zur Schau zu stellen, um damit den Staat zu erpressen. Das ist das Gegenteil von kriegerischer Haltung. Sowas nennt man Terror. Sich selbst zugefügtes Leid? Das Leid haben ihr ja wohl andere zugefügt. Welches Leid denn? Nicht wählen zu dürfen? Selbst Soldaten durften im Kaiserreich nicht wählen. Deswegen sind sie auch nicht gleich in den Hungerstreik getreten. Weil sie sonst mehr Rechte hatten als Frauen. Welche Rechte?
Das Recht, von dem Spieß in den Schlamm getreten zu werden? Männer werden von ihren Vorgesetzten genauso missbraucht wie Frauen. Sie heulen deswegen bloß nicht gleich herum. Ich muss mir das nicht länger anhören. Tut mir leid. Ich fürchte, mein Chefredakteur wird auf diesen Beitrag verzichten müssen. Jetzt bleiben Sie schon sitzen. Jede von uns hat gekämpft, auf ihre Art. Aber keine von uns kam weiter. Der Erste Weltkrieg machte unsere Hoffnungen zunichte. Junge Männer meldeten sich freiwillig. Bräute marschierten im Gleichschritt mit ihren Verlobten. Mütter jubelten beim Abschied ihren Söhnen zu. Und fast alle Suffragetten gaben ihren Kampf für das Wahlrecht auf. Jetzt ging es nur noch um die Nation. Der Krieg der Frauen gegen die Männer muss nun ruhen. Es ist ein größerer Krieg, der unsere Opfer nun fordert. Und so wie unsere Männer an der Kriegsfront kämpfen, so kämpfen wir hier an der Heimatfront. In den Fabriken, in den Krankenhäusern, in den Schulen. Genosse Weber, haben Sie einen Moment? Später. Ich habe nachgedacht. Wir müssen den Volkskonsum kontrollieren, dass unsere Soldaten in der Front genug zu essen haben. Brotbücher und Marken sind dafür die einfachste, billigste und wirksamste Methode. Gut. Ich leite alles Nötige in die Wege. Danke. Ich konnte es nicht fassen. Gerade hatten wir noch über alle Grenzen hinweg zusammengearbeitet. Und jetzt hieß es, wir sollten Feinde sein. Und alle machten mit. Sogar meine besten Freundinnen. Sie haben sich hiermit entschieden, was wichtiger für Sie ist. Frau sein oder Deutsch sein. Ich bin auch Deutsch. Bin auch kein Feigling. Aber niemand konnte mir sagen, worum es in diesem Krieg überhaupt ging. Es ging ums Überleben! Kann sein, dass Ihnen das in Ihrem schönen Landhaus hier entgangen ist. Aber die Männer in den Gräben, die wussten das ganz genau. Die Männer in den Gräben haben für ihre Naivität bezahlt, für ihre Überheblichkeit und ihren dummen männlichen Stolz. Ich kenne diese Männer. Ich lag mit ihnen im Graben. Sie waren weder naiv noch überheblich. Sie waren die tapfersten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Verzeihen Sie meinen dummen männlichen Stolz. Aber ich habe genug davon, mir von verwöhnten Vatertöchtern und privilegierten Millionenerbinnen erklären zu lassen, wie schlecht die Welt zu ihnen ist. Sie hatten recht. Wir hatten es nicht so schwer wie die Männer an der Front. Wir mussten uns nur bespucken und beschimpfen lassen dafür, dass wir die Wahrheit gesagt haben. Auf unserem Friedenskongress 1915 in Den Haag haben wir ausgesprochen, was bis dahin in keiner Zeitung zu lesen war. Dass dieser Krieg grausamer werden würde als alle Kriege zuvor. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, Sie haben einen Champagner geköpft, als die ersten Kriegskrüppel in den Straßen Münchens aufgetaucht sind. Es muss schön sein, immer Recht zu behalten. Verschonen Sie mich mit Ihrem Selbstmitleid. Ich habe Ihnen nicht ins Knie geschossen. Nein, Sie haben mir nicht ins Knie geschossen. Ich habe Sie während des ganzen Krieges nicht gesehen. Sie war nicht die Schwester, die mir im Lazarett den Eiter aus der Wunde gekratzt hat. Sie war nicht die Ehefrau, die zu Hause die Kinder durchgebracht hat. Sie war nicht Marguerite Durand, die einen Frauenautomobilclub gegründet hat, um Verletzte von der Front zu holen. Und sie war noch nicht Marie Juchatsch, die dafür gesorgt hat, dass die Leute in den Städten genug zu fressen hatten. Deswegen sitzt sie jetzt auch im Reichstag und macht Politik. Während Sie in Ihrem Landhaus sitzen und nur darüber schreiben. Es tut mir leid. Es ging mir nicht darum, Recht zu behalten. Ich wollte einfach, dass das alles gar nicht erst passiert.
Krieg war grausamer, als wir alle es uns vorstellen konnten. Uns wurde schnell klar, dass wir Weihnachten nicht zu Hause sein würden. Und dann wurde uns klar, dass die wenigsten von uns überhaupt nach Hause kommen würden. Der Tod machte keinen Unterschied zwischen Helden und Feiglingen. Er kennt auch keine Würde. Er zerriss uns wie Puppen. Ich habe Männer gesehen, die darum bettelten, erschossen zu werden. Ich habe Schreie gehört, die ich nie vergessen werde. Die Briefe der Frauen und Mütter halfen uns, diese Hölle zu überstehen. Sie hatten es zu Hause auch nicht leicht. Wir übernahmen eure Arbeit und ernährten unsere Kinder. Nicht nur ihr Soldaten habt gekämpft, sondern das ganze Volk. Egal ob in England, Frankreich oder Deutschland, der Widerspruch zwischen dem, was wir Frauen der Nation brachten, und den Rechten, die wir dafür von ihr bekamen, wurde immer deutlicher. In seiner Osterrede versprach Kaiser Wilhelm nach dem glücklichen Ende des Krieges eine Verfassungsreform. Das Frauenwahlrecht erwähnte er mit keinem Wort. Wir waren empört. Arbeiterinnen und Bürgerinnen kämpften nun gemeinsam für das Wahlrecht. Die Zeit war reif. Im Dezember 1916 kam David Lloyd George an die Macht. Endlich war Asquith weg. Der neue Premier reagierte auf den Druck der Straße. Zuerst erhielten alle Männer ab 21 Jahren das Wahlrecht. Dann, am 8. Januar 1918, alle britischen Frauen ab 30. Sie haben ein schweres Amt in einer schweren Zeit übernommen. Der Krieg fordert von uns allen Opfer. Ihr Krieg dauert natürlich schon viel länger. Und er ist noch nicht zu Ende. Oh, bitte. Nicht noch eine Bombe in mein Haus. Die Reparaturen haben 500 Pfund gekostet. Der Preis, den wir zu zahlen hatten, war höher. Möglicherweise. Aber nun haben Sie Ihr Wahlrecht. Für Frauen ab 30. Männern gewährt man ab 21 zu wählen. Das werden wir nicht hinnehmen. Während ich das neu erworbene Wahlrecht bereits nachverhandelte, veränderte sich in Frankreich nichts. Da alle Männer bereits das Wahlrecht hatten, war die Diskussion nicht wiederzubeleben. Frauenhände waren weiterhin nur zum Küssen da und nicht, um Wahlzettel in die Urne zu werfen. Madame, ich bin untröstlich. Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. Was für ein großartiger Politiker Sie sind. Für einen Moment. Ja, da habe ich doch wirklich gedacht, dass Sie die Wahrheit sagen. Madame. Ich habe das Gesetz durch die Nationalversammlung gebracht. Aber es gibt Dinge, die auch ein Ministerpräsident nicht einfach so bestimmen kann. Solange der Senat das Frauenwahlrecht nicht will... Der Senat will es aus den gleichen Gründen nicht wie Sie. Sie glauben doch auch, dass Frauen dumm sind und sich die Wahl von der Kirche vorschreiben lassen würden. Niemand weiß, wie Frauen wählen. Sie sind einfach ein zu großer politischer Unsicherheitsfaktor. Seit wann hatten die Franzosen Angst vor der Revolution? Sie können die Revolution verschieben, Monsieur le Ministre. Aber Sie können sie nicht aufhalten. In Deutschland fegte die Revolution die Monarchie hinweg. Nun ergriffen die Räte die Macht im Land. Ihr oberstes Ziel? Ruhe und Ordnung auf den Straßen. Und das bekamen sie am schnellsten, indem sie das gleiche, geheime, direkte und allgemeine Wahlrecht für Männer und Frauen ab 20 Jahren einführten.
Hinter diesem scheinbar großherzigen Schritt steckte ein machtpolitisches Kalkül. Die SPD hoffte, dass die meisten Frauen sozialdemokratisch wählen würden. Die Revolution in Deutschland war die zweite große historische Chance für eine Gesetzgebung, die Männer und Frauen staatsbürgerlich gleichstellte. Ich ließ mich als Parteilose auf die Liste der USDP setzen und kandidierte für den Bayerischen Landtag. Die SPD wäre besser gewesen. Ja. 3 Sitze für die USDP, kein einziger direkter Wahlkreis. Über die Liste hatte ich natürlich keine Chance. Hatten Sie wirklich geglaubt, einen Wahlkreis gewinnen zu können, so wie Sie beide hier leben? Eines Tages wird auch das keine Rolle mehr spielen. Aber Lida und ich werden das wohl nicht mehr erleben. Jahrzehnte hatte ich für die SPD und Frauenrechte gekämpft. Nun saß Friedrich Ebert im Rat der Volksbeauftragten. Die Partei ist dir zu großem Dank verpflichtet. Ohne dich wüssten wir nicht so genau, was in den Arbeiterfrauen vorgeht. Und die Arbeiterfrauen wüssten nicht, dass es eine Partei gibt, in der sie eine Stimme haben. Wir waren viele, Friedrich. Ja, aber ihr habt sie organisiert. Du hast ihnen Mut gemacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Partei möchte, dass du für den Reichstag kandidierst. Ich? Wer, wenn nicht du? Gut. Sag den Genossen, es ist mir eine Ehre. Gut. Meine Herren und Damen. Hier im Club der Feministen. Was will die denn? Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als freie und Gleiche zum Volke sprechen darf. Das letzte Mal. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen zu Unrecht bis dahin vorenthalten worden war. Ich gründete 1919 einen Verband, der bedürftige Arbeiterfamilien unterstützt. Die Arbeiterwohlfahrt. Während des Nationalsozialismus war ich gezwungen, Deutschland zu verlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg bin ich in meine Heimat zurückgekehrt. Zu Recht wird man erst jetzt von einem neuen Deutschland sprechen können. Und von der Souveränität des ganzen Volkes. Der lange Kampf hat meine Gesundheit angegriffen. Dennoch habe ich in England weiter für das gleiche Wahlrecht von Frauen und Männern gefochten. Durch die politische Gleichstellung ist nun meinem Geschlecht die Möglichkeit gegeben zur vollen Entfaltung seiner Kräfte. Auch ich habe mich weiter für das Frauenwahlrecht engagiert. Um den Kampf von uns Frauen zu dokumentieren, habe ich die Bibliothek Marguerite Durand gegründet. Es wird hier angestrengtester und zielbewusstester Arbeit bedürfen, um den Frauen im staatsrechtlichen und wirtschaftlichen Leben zu der Stellung zu verhelfen, die ihnen zukommt. Mein Kampf galt nun dem aufkommenden Nationalsozialismus. Als Adolf Hitler an die Macht kam, konnten Lida Heimann und ich von einem Urlaub in der Schweiz nicht mehr zurückkehren. Wir standen auf einer Todesliste. Zu all diesen Dingen, die wir uns vorstellen, hat die Umgestaltung unserer Staatsform zur Demokratie uns die Wege geöffnet.